liebe Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute mit dem zweiten Teil meiner beiden Videos NATO ohne Chance, die neuen russischen Superwaffen. Heute Teil 2, strategische Angriffs- und Verteidigungssysteme, die ich für euch recherchiert habe. Während Russland ein Hightech-Arsenal aufbaut, das seinesgleichen sucht, entlarvt sich die Bundeswehr als sicherheitspolitischer Witz, als Peinlichkeit, die niemand mehr ernst nehmen kann. Die neuen russischen Superwaffen markieren einen Epochenbruch und werden die Kriege der Zukunft entscheiden. Strategische Angriffswaffen, die neue Interkontinentalraketen. Für die nähere Zukunft werden weitere Erprobungen neu entwickelter Interkontinentalraketen mit Feststoffantrieb erwartet. Ab 2026 oder 2027 könnten diese Systeme schrittweise jene Torpol-M-Raketen ersetzen, die seit dem Ende der 1990er Jahre im Dienst stehen. Vorgesehen sind offenbar sowohl silogestützte als auch mobile Startvarianten, was die Überlebensfähigkeit und Flexibilität der strategischen Streitkräfte deutlich erhöhen würde. Über die konkreten Leistungsdaten dieser neuen Raketen herrscht bislang weitgehend Unklarheit. Dennoch gilt als wahrscheinlich, dass sie auf weiterentwickelte Feststofftreibtechnologien zurückgreifen und für neuartige Nutzlasten ausgelegt sind. Im Gespräch ist insbesondere der Einsatz manövrierfähiger Hyperschallsprengköpfe, die klassische ballistische Gefechtsköpfe ersetzen könnten. Sollte sich diese Entwicklung bestätigen, würde es sich nicht lediglich um eine Modernisierung bestehender Systeme handeln, sondern um den Übergang zu einer zweiten Generation hyperschallfähiger ICBM-Nutzlasten. Diese würden sich deutlich von den bislang bekannten Avantgarde-Systemen unterscheiden und die strategische Abschreckung auf eine neue technologische Stufe heben, mit bewusst offen gelassenen Konsequenzen für bestehende Abwehrkonzepte. Die neuen strategischen Angriffswaffen ist zum Beispiel das Sarmat-System. Die neue russische Interkontinentalrakete Sarmat, ein schweres System mit Flüssigantrieb, befindet sich in der Endphase ihres Erprobungsprogrammes. Mit dem Abschluss der letzten Flugtests steht ihre offizielle Indienststellung bevor. Anschließend soll sie bei den strategischen Raketentruppen am Standort Uschur stationiert werden. Die Sarmat ist als direkter Nachfolger der seit den späten 1980er Jahren eingesetzten Wojewoda konzipiert und markiert einen tiefgreifenden Generationenwechsel. In Bezug auf ihre Leistungsreserven übertrifft die Sarmat nicht nur ihre Vorgänger, sondern auch sämtliche derzeit bekannten Interkontinentalraketen anderer Staaten. Das System ist darauf angelegt, unterschiedliche Nutzlastkonfigurationen zu tragen. Dazu zählen mehrere Dutzend Tonnen an Gefechtsköpfen, entweder in Form zahlreicher klassischer Mehrfachsprengköpfe oder als Träger moderner, manövrierfähiger Hyperschall-Gleitkörper, wie sie aus dem Avantgarde-Programm bekannt sind. Diese Kombination aus Reichweite, Nutzlastkapazität und Flexibilität verleiht der Sarmat eine besondere strategische Bedeutung. Sie bildet künftig das zentrale Element der landgestützten nuklearen Abschreckung und gilt damit als das führende russische System innerhalb der Nuklearstreitkräfte. Als strategische Verteidigungssysteme möchte ich das S-500 Prometheus-System nennen. Der Ausbau der S-500 Luft- und Raketenabwehr wird weiter vorangetrieben. Das System gilt derzeit als die leistungsfähigste Komponente der russischen Raketenabwehr und ist speziell darauf ausgelegt, ein breites Spektrum ballistischer Bedrohungen zu erfassen und zu bekämpfen. Vorgesehen ist der Einsatz dieser Abwehrkomplexe vor allem in sicherheitsrelevanten Zonen sowie zum Schutz besonders sensibler Infrastrukturen. Dort sollen sie eine mehrschichtige Verteidigung gewährleisten. Nicht nur gegen klassische Luftangriffe, sondern auch gegen Gefahren, die aus dem nahen Weltraum ausgehen könnten.
Ein anderes strategisches Verteidigungssystem sind die FPV-Abfangdrohnen. Zur Absicherung der Bodentruppen arbeitet Russland an einer Reihe speziell ausgelegter Abfangdrohnen, die auf die Bekämpfung gegnerischer FPV-Systeme zugeschnitten sind. Diese umbenannten Plattformen sollen direkt im Frontbereich operieren und feindliche Kamikaze-Drohnen frühzeitig erkennen und neutralisieren. Ein zentrales Element bildet dabei der Einsatz KI-gestützter Steuerung und Auswertungssoftware, die Zielerfassung, Verfolgung und Bekämpfung weitgehend automatisiert. Dadurch lässt sich die Reaktionszeit verkürzen und die Trefferwahrscheinlichkeit deutlich erhöhen. Auch bei schnell manövrierenden Zielen. Von besonderer Bedeutung ist der ökonomische Aspekt dieses Ansatzes. Drohnenbasierte Abwehrlösungen sind erheblich kostengünstiger als der Einsatz klassischer Flugabwehrraketen. Durch den industriellen Serienbau digital vernetzter Drohnensysteme soll eine skalierbare und dauerhaft verfügbare Antwort auf die wachsende Bedrohung durch unbenannte Angriffsplattformen geschaffen werden. Es gibt auch unbemannte Bodensysteme, die automatisiert werden sollen. Parallel zur Entwicklung luftgestützter Drohnen schreitet auch der Ausbau unbemannter Bodensysteme voran. Bereits im Verlauf des Jahres 2025 ließ eine spürbare Zunahme des Einsatzes von Bodenrobotern in laufenden Operationen war zu beobachten. Diese Entwicklung gilt als Vorbote eines umfassenderen Trends, der sich 2026 weiter verstärken dürfte. Geplant ist der Einsatz unterschiedlichster robotischer Plattformen mit klar abgegrenzten Aufgaben, Systeme zur Feueraufklärung und Zielzuweisung, bodengebundene Träger für Panzerabwehrlenkwaffen, autonome Fahrzeuge zum Transport von Munition und Verwundeten sowie mobile Plattformen, die als Start- und Versorgungseinheiten für FPV-Drohnen dienen. Damit wird der Bodenkampf zunehmend durch vernetzte, unbemannte Elemente ergänzt. Wo immer der Einsatz von rad- oder kettengetriebenen Robotern technisch sinnvoll ist, sollen diese Systeme künftig fest in militärische Abläufe integriert werden. Die organisatorischen und technischen Voraussetzungen dafür gelten bereits als geschaffen. In diesem Zusammenhang wird erwartet, dass Russland ab 2026 eine eigenständige Struktur für unbemannte Systeme innerhalb seiner Streitkräfte etabliert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Landstreitkräften, doch auch Marine und Luftwaffe dürften von der zunehmenden Automatisierung profitieren. Als letztes möchte ich euch von der Artillerie die Koalistsiya SV vorstellen. Für die russischen Bodentruppen steht mit der 152 mm Selbstfahrlafette Koalistsiya SV eine neue Generation von Artilleriesystemen bereit. Die Plattform verbindet digitale Feuerleit- und Sensortechnik mit einem grundlegend neu konzipierten Geschützsystem und ist leistungsfähig in Augenhöhe mit modernen westlichen Selbstfahrlafetten ausgelegt. Neben der Kettenversion wird auch über eine radgestützte Ausführung nachgedacht. Ein solches Fahrgestell, vergleichbar mit dem Artilleriesystem Malwa oder Gyansin-K, könnte die strategische Beweglichkeit erhöhen und den Einsatz in unterschiedlichen Operationsräumen erleichtern. Mein Fazit also: Die für das Jahr 2026 absehbaren Entwicklungen gehen deutlich über inkrementelle Verbesserungen hinaus. Sie deuten auf eine systematische Neuausrichtung der russischen Streitkräfte hin, die sämtliche Teilbereiche erfasst, ob im Bereich strategischer Waffensysteme, der seegestützten Abschreckung, der Luftverteidigung, der Kampfflugzeuge oder der unbemannten Plattformen. Im Mittelpunkt steht Robustheit, hohe Anpassungsfähigkeit und ein wachsender Grad an Automatisierung. Auffällig ist dabei, dass es sich nicht um fernliegende Zukunftsprojekte handelt. Die neuen Systeme werden schrittweise in reguläre Verbände integriert und sind auf den realen Einsatz ausgelegt. Damit verändern sich die Handlungsoptionen der strategischen Kräfte ebenso wie jene der Marine, der Luftwaffe und der Landstreitkräfte.
Für sicherheitspolitische Beobachter wird 2026 so zu einem Referenzjahr, das zeigt, wie militärische Leistungsfähigkeit zunehmend qualitativ statt quantitativ definiert wird. In der Gesamtschau markiert diese Phase einen entscheidenden Abschnitt im Umbau des russischen militärisch-industriellen Komplexes. Modernisierung, Serienfähigkeit und Einsatzbereitschaft greifen ineinander, mit dem Ergebnis, dass jedes neu eingeführte System die Widerstandsfähigkeit und Durchsetzungsfähigkeit der Streitkräfte weiter erhöht. Davon kann unsere Gender-Vogue-Bundeswehr nur träumen. Die Hintergründe zum Krieg zwischen Russland und der Ukraine in meiner kostenlosen Broschüre Schlachtfeld Ukraine, Angriffs- oder Präventivkrieg. In dieser Broschüre, knapp 100 Seiten, ist zum ersten Mal auch die russische Seite enthalten. Also ich habe die ukrainische und die russische Seite aufgeführt. Ihr könnt diese kostenlose Broschüre erhalten unter der E-Mail info@konservative.de. Dazu noch ein anderes Buch, Deutschland und der 2+4-Vertrag. Ich habe den 2+4-Vertrag analysiert. Ihr seht hier den Vertragstext und auch, was passiert, wenn Russland diesen Vertrag annulliert. Kommt die DDR zurück? Werden alle unsere Verträge, die Deutschland, das wiedervereinigte Deutschland geschlossen hat, annulliert? All diese Fragen, all diese Antworten in diesem Buch. Wenn ihr meinen kostenlosen Newsletter unter www.michaelgrant.de abonnieren wollt, erhaltet ihr ab sofort eine hochwertige, kostenlose PDF, die ihr herunterladen könnt, mit dem Titel Mein letzter Kampf. Adolf Hitlers Tod aus seiner Sicht. Ich habe diese Geschichte geschrieben in Ich-Form von Adolf Hitler, und zwar, wie er sich selbst umgebracht hat. Und zwar Minute zu Minute minutiös dokumentiert. Also, wenn ihr meinen kostenlosen Newsletter abonniert, könnt ihr dieses kostenlose PDF herunterladen. Zu guter Letzt möchte ich noch auf mein neues Buch hinweisen, ein sehr dicker Wälzer. Deutschland muss vernichtet werden. Es ist ein Andenken an unsere Toten, an unsere, die vergessen werden. In jedem Film, in jedem Geschichtsbuch. Es ist die Geschichte unserer Großeltern über Vertreibung, Ermordung, KZ für Deutsche, Vergewaltigungen und so weiter, was unser Volk alles erdulden musste und wie viele Millionen die alliierten Massenmörder umgebracht haben. Mit einer Liste der Bilanz aller Massenmorde, und die Zahlen gehen in die Millionen. Ihr könnt es nicht glauben, und trotzdem werden diese Toten verheimlicht. Kauft euch dieses Buch, wenn ihr an dieser Gedenkkultur teilhaben wollt. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.